So, mit diesem Single-Doppel-Triple-Wurf würde ich dann gerne das nächste Video starten. Heute geht es hauptsächlich ums Zielen, auch ums Treffen teilweise, was ich auch im nächsten Video ein bisschen noch was dazu sagen soll. Aber heute geht es primär erstmal ums Zielen. Man wird merken, das hat schon ziemlich viel mit dem ersten Video zu tun. Es hat auch schon ziemlich viel mit dem nächsten Video zu tun, weil logisch, wer gut zielen kann, der kann auch gut treffen. Also womit fangen wir heute an? Wir fangen an, über das dominante Auge zu sprechen. Wie finde ich mein dominantes Auge? Ja, ich stelle mich an meinen Punkt, am Dartboard, also an meiner Abwurflinie, und halte den Dart, genau, jetzt halte ich den bei euch auf die Kamera, aber normalerweise aufs Bullseye. Und ihr solltet jetzt eigentlich schon genau sehen, welches Auge mein dominantes Auge ist. Aber man kann es auch alleine herausfinden, nämlich man hält jetzt immer ein Auge zu und eins auf. Und dann sollte bei dem dominanten Auge die Dartspitze an der gleichen Stelle bleiben. Ihr habt es schon gesehen, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt gemerkt, dass mein dominantes Auge genau das hier ist. Also, mein dominantes Auge ist das rechte Auge. Warum brauche ich dieses dominante Auge? Das ist unser Werkzeug, um zielen zu können. Das ist ganz wichtig. Unser dominantes Auge ist unser Werkzeug, um zielen zu können. Denn, wie ziele ich denn überhaupt? Ich mache es jetzt einmal vor, wie ich das mache. Ich hebe meinen Arm, ich mache es vielleicht einmal im Profil, ich hebe meinen Arm und halte den Dart vor mein dominantes Auge, also vor dieser Linie, vor meinem dominanten Auge. Und so werfe ich auch. Ich nehme den ein Stück zurück, beschleunige und werfe dann. Andere habe ich oft gesehen, was nicht falsch ist, was nicht verkehrt ist, es ist einfach vielleicht angewöhnt. Viele werfen den Dart am Gesicht vorbei und dann auf ihr Ziel. Das hat natürlich einen Vorteil, es hat auch einen Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, mein Beschleunigungsweg, bis ich loslassen kann, ist viel länger, wie wenn ich nur so mache, vor meinem Auge. Der Nachteil ist aber, wenn ich tatsächlich so werfe und ich will mein Auge benutzen, dann wird es einen Knick machen, dann wird die Wurfbewegung so einen Bogen machen oder einen Knick. Und das birgt ganz viele Gefahren, nämlich wenn ich so einen Knick machen muss und ich komme vielleicht nicht richtig mit dem Bogen hinterher, landen die Darts oft hier. Wenn ich es zu gut meine und denke, ich muss noch weiter rüber, landen die meistens hier, in diesem Areal. Ich habe zwar hier oben noch die Chance, in die 20 reinzukommen, aber es wird hier auch sehr schnell rechts runter gehen. Deswegen habe ich es mir angewöhnt, den Dart vor dem Auge zu halten und den kurzen Beschleunigungsweg zu nutzen. Wenn ihr das auch machen wollt, kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr an der Abwurflinie steht, zielt so, dass ihr erstmal den Arm habt, ungefähr 90 Grad, und dann darauf achten, dass die Flightspitze erstmal auf genau in der Triple 20 liegt und noch weiter, dass der ganze Dart wirklich auch aufs Ziel gerichtet ist. Denn, damit könnt ihr euch selbst mal prüfen, wenn ihr da steht und ihr zielt, dann könnt ihr den Dart einfach mal lassen und mal von der Seite gucken, um auch so eine räumliche Tiefenwirkung zu haben, um zu sehen, zeigt der wirklich auf das Ziel, wo ich hin will oder nicht. Und dann kann man anfangen, auch so ein bisschen hier so zu korrigieren über den Dart. Immer so ein bisschen nach rechts und nach links zu justieren und dann im nächsten Schritt tatsächlich mal abzuwerfen. Und dann man wird ziemlich schnell merken, dass es tatsächlich was bringt. Und warum ist es gut, gerade den Dart vom Auge zu halten? Über diesen ganzen Weg, es ist zwar ein kurzer Beschleunigungsweg, aber über die ganze Zeit habt ihr die volle Sicht darauf, wie der Dart sich bewegt, wie der Dart von euch weggeht. Und in diesem Zeitintervall habt ihr noch die Möglichkeit, eure Armbewegungen wenig zu korrigieren. Weil ihr vielleicht merkt, oh, ich bin da gerade nach links weg, der wäre vielleicht in die 5 geflogen, ja, da könnt ihr vielleicht auch noch mal kurz abstoppen. Aber ihr könnt auch ziemlich schnell dann das Gefühl dafür entwickeln, wie es gut ist, den Dart gerade von einem wegzuwerfen.
Und dann werdet ihr auch sicherer und dann werdet ihr auch merken, dass die 20 zu treffen in diesem kompletten Areal hier gar nicht so schwer ist. Denn ich bewege meinen Arm gerade weg. Das heißt, alle Wurfbewegungen, die irgendwie gerade nach unten funktionieren, die werden viel leichter. Aber beim EDAT zum Beispiel gibt es das Split-Score-Spiel, wo man irgendwann Doppel und Triple werfen muss. Das ist natürlich einfacher mit dieser Wurfbewegung hier am äußeren Rand die Doppel und die Triple jeweils zu treffen. Benutze ich auch. Ärgert immer viele. Andere gehen natürlich auch direkt drauf und sagen, nee, ich habe die Triple 20 oder so gut drauf, direkt nach oben. Gehört natürlich vom guten Dartspieler dazu. Kann man sich dann mal aussuchen. So. Dann ist es natürlich auch sehr wichtig, dass der Arm locker bleibt. Ja, das habe ich schon im ersten Video gesagt. Der Arm muss locker bleiben und genauso müsst ihr auch werfen. Ihr dürft beim Werfen, wenn ihr zielt, dürft ihr nicht verkrampfen, denn dann wird es sowieso nichts. Ich glaube, viele von euch kennen dieses Gefühl, die werfen gerade ab, haben den Dart gerade losgelassen und merken, das wird schon nichts. Hat man jetzt zwischen dem Auftreffen und dem Abwerfen tatsächlich mal so eine Minute Zeit, könntest du schon vorher sagen, das wird nichts, der landet in der 12 oder in der 5 oder so. Das kennt ihr bestimmt alle. Dieses Gefühl, wenn man abwirft und merkt, der Wurf, der wird schon nichts. Und das zu verhindern, ist nämlich genau die Übung, die ich im Video 1 schon genannt habe, sehr wichtig, nur jetzt mit dem Dart. Mit dem Dart und geht mit dem Dart diese Ecke entlang. Das wird schon viel helfen, denn jetzt habt ihr den Griff, jetzt habt ihr das Gefühl, ihr habt zwar noch nicht das Gefühl des Loslassens, aber ihr könnt verschiedene Tempos ausprobieren, verschiedene Schnelligkeiten, wie ihr den Arm bewegt, bis ihr vielleicht auf eurer Schnelligkeit seid. Denn wenn ihr eure Schnelligkeit habt und ihr habt diese richtige Richtung, die ihr haben könnt, dann ist der Rest gar nicht so schwer. Dann stellt ihr euch an die Abwurflinie und dann ist es nur noch die Tatsache, wann muss ich den Dart loslassen. Und dazu kann ich euch auch einen Tipp geben. Wenn ihr nach oben spielt, ist es meistens besser, kurz über den Triple hinzuzielen. Denn wenn man hochwirft, ist die Fallbewegung des Darts erst sehr spät. Das heißt, ihr müsst sehr eng hier hochzielen, dann fällt er oft wirklich hier rein, in die Triple. Wenn ihr aber nach unten spielt, wenn ihr schon nach unten spielt, dann wird der Dart viel mehr fallen. Der fällt viel mehr. Das heißt, ihr müsst ihn so loslassen, dass ihr auch ziemlich weit oben treffen würdet. Denn wenn er natürlich mehr fällt, ist diese Strecke natürlich größer und dementsprechend wird er dann auch eher in die Triple 19, Triple 17 und so fallen. Das heißt, beim Werfen und ihr zielt runter, da müsst ihr den schon ziemlich früh loslassen, während ihr nach oben schon fast auf 90 Grad Höhe seid. Ja, ihr müsst natürlich immer noch ein bisschen hochzielen, aber nicht so stark, wie wenn ihr runterwirft. Also wird man hier auf der 20 eher hier hin zielen, in diesen Teil, auf der 19 und dann hier eher hin. Wenn ihr hier seid, macht es erstmal nichts, weil ihr macht ja sowieso die Bewegung. Da geht es nur ein bisschen darum, vielleicht ein bisschen nach links zu drehen, ein bisschen nach rechts zu drehen, solange die Wurfbewegung vor eurem Auge bleibt, werden die Seiten hier keine Probleme darstellen, was Doppel und Triple angeht. Der Vorteil hier, wenn ihr auf die großen Singlefelder sein müsst, ist klar. Man muss irgendwie einen Mittelweg finden. Das ist der Mittelweg zwischen Kraft und Richtung. Diese Ecken hier sind nicht für jeden immer einfach. Ich weiß, viele spielen immer auf die 16, weniger als auf die 15. Was ziemlich interessant ist. Aber das kommt allein daher, weil wenn ihr wirft, dann macht ihr immer eher so eine Bewegung mit dem rechten Arm als so eine Bewegung, denn das ist eher unnatürlich als das hier. Denn das hat was mit der Drehung zu tun des Arms, mit den Gelenken und so weiter. Das wird ein bisschen biologisch und wissenschaftlich, oh Mann. Aber deswegen wirft man auch eher lieber nach links als nach rechts. Und um nach rechts zu werfen, passiert es ganz oft, dass viele einfach einen Schritt nach rechts machen
oder den Wurf so gut drauf haben und sich selbst kennen, dass die einfach nur den Oberkörper nach rechts drehen und dann die gleiche Prozedur von vorne machen. Also das zum Zielen. Das Treffen folgt natürlich genau daraus. Man muss einfach ein Gefühl für diese Auge- und Armkoordination finden. Das ist ganz wichtig. Mein Tipp, den ich euch tatsächlich geben kann, haltet den Dart die ganze Zeit vor den Augen. Das macht schon ganz viel. Man sieht vielleicht auch früher, dass der daneben geht, aber das Gehirn arbeitet so schnell, dass ihr tatsächlich gar nicht so viele Probleme haben werdet, immer gerade zu werfen. Das braucht Übung. Ich schlage euch definitiv Übungen dafür vor. Sei es, ich spiele Around the Clock auf Single, Doppel und Triple, oder ich versuche meine Genauigkeit zu vergrößern, indem ich anfange und versuche hier alle im mittleren Kreis und alle ins Bull und so weiter zu treffen. Oder alle ins Center Bull, was schwer, aber nicht unmöglich ist. Aber wenn man das schafft, dann ist die Genauigkeit schon ziemlich hoch. Und wenn man eine hohe Genauigkeit hat, dann sind die Probleme auf anderen Feldern gar nicht so groß. Man muss also ein gutes Training aufbauen, um herauszufinden, wie werfe ich am besten, wie sind die Trefferausbeuten daraus und was kann ich daran variieren, was ist gut daran zu variieren. Das ist immer natürlich eine persönliche Entscheidung. Ich kann euch nicht allen sagen, wie genau man werfen soll. Ihr steht anders als ich, ihr dreht euch anders als ich. Ich kann euch nicht sagen, macht alles genauso wie ich es mache, denn es bringt nichts. Aber ich kann euch Sachen mit auf den Weg geben, die euch helfen und die bei dem einen oder anderen Veränderungen mit sich bringen, die dann merken, okay, das hat echt was gebracht, das ist richtig gut. Also achtet darauf, eine gute Armhaltung, den Fly tatsächlich Triple 20 zu halten oder die Spitze jeweils, also die Spitze vom Flight, wenn ihr zielt, immer auf das Ziel zu richten, genauso wie die Spitze. Damit habt ihr schon ziemlich viel getan. Der nächste Schritt, darauf zu achten, den Dart vor dem Auge zu halten. Aber was mir gerade auffällt, ist vielleicht auch mal zu schauen dabei, wenn ihr das langsam macht, was passiert mit dem Arm oder mit der Hand oder mit der Haltung des Darts, wenn ich das mal langsam mache. Der hält sich zwar stabil, aber wenn ich vielleicht werfe, dann passiert es bei ganz vielen, dass die den Dart so drehen, dass sie die Haltung quasi verändern, von den Daumen nach unten zur Daumen zur Seite. Das passiert oft. Da kann ich euch empfehlen, bleibt bei einer Haltung. Ihr müsst den Dart in einer Haltung halten und nicht den drehen. Wenn ihr den dreht, dann kommt meistens dieses Flackern raus, wenn der so sich durchdreht, und ihr merkt schon, wenn der so durchdreht, dann ist es eigentlich eher Glücksspiel, wo er landet und wo er nicht landet. Also das Video war jetzt nicht so lang. Ich versuche beim nächsten Mal beim Treffen auch noch ein bisschen mehr vielleicht zu erzählen, um vielleicht auch noch Lücken zu schließen zwischen Video 1 und Video 2 und vor allem, wie das alles zusammenwirkt. Ja, weil es gehört ja alles zusammen. Ich habe es nur versucht, irgendwie in sinnvolle Punkte zu unterteilen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!